Freunde. Ja, wurde mal wieder die Frage laut, hier ins LPS-Becken reinzuschauen. Ja, ich habe hier ein bisschen Probleme zu Hause. Nicht Probleme mit den Tieren, da ist eigentlich alles tutti. Das Problem ist, ich habe zu wenig Zeit. Das wird jetzt auch besser. Ich habe nämlich tatsächlich meinen Job von den Stunden her reduziert, um mich mehr um die Aquarien zu kümmern. Hört sich jetzt lustig an. Was macht er, damit er mehr Fische füttern kann? Nee, tatsächlich, ich habe ja da alles Mögliche auch im gewerblichen Bereich laufen und in Röhre in verschiedensten Töpfen, und um dem einfach mehr Zeit einzuräumen, habe ich tatsächlich jetzt auf eine 32-Stunden-Woche reduziert. Yay, so viel Gossip. Gucken wir mal in dieses Becken. Es ist etwas vernachlässigt worden. Vernachlässigt worden in dem Sinne, als dass ich mich zwar um die Wasserwerte, also beziehungsweise ich habe gar nichts gemessen, aber ich gucke mir halt die Tiere an und den Tieren geht's gut, und deswegen ist das alles erstmal so in Ordnung da drin und es wächst auch alles. Das Problem ist nur, es ist zu schnell gewachsen, zu viel gewachsen. Ihr seht da oben links, und zwar da, kriegen wir das hin mit der Schärfe? Geil. Da oben seht ihr schon, da ist eine kahle Stelle, da ist nichts drin, da standen Euphilien, und die Euphilien, die haben nämlich dieses Colymnia da vernesselt, und deswegen habe ich die Euphilien einfach rausgenommen. Und hier unten, da war auch mal mehr los. Da hat auch die Banana Torch gestanden. Die Holy Grail Banana, die habe ich auch rausgenommen, weil sie rumgenesselt hat. Und irgendwie hat sie auch nicht so richtig gefallen. Und deswegen ist das Becken hier gerade so ein bisschen kahl. Also auf der einen Seite wuchern Viecher rum wie sonst noch was. Also beispielsweise hier oben die, was bist du? Tubipora musica. Die breitet sich aus, und auch die Mohawks, also diese schönen Zoas da oben, sie sind schön, aber sie sind invasiv. Die Mohawks breiten sich auch aus. Und das heißt, dieses Becken, das muss mal ein bisschen aufgeräumt werden. Also da muss ich jetzt mal rangehen, muss mal Korallen zurückschneiden, rausbrechen und muss die freien Stellen neu besetzen. Was übrigens, wovon ich mich hier komplett trennen werde, ich rutsche auf meinem Stuhl rum, das knattert, von Euphilien werde ich mich in diesem Becken komplett verabschieden. Die nehmen einfach zu viel Platz. Ich meine, so schön wie sie sind, hier sind so zwei verschiedene Dragon Soul Varianten drin. Die eine hier vorne, die ist geil, die ist total Neon. Die andere ist auch schön, also das läuft jetzt alles. Die war vorher schon, aber jetzt noch besser. Aber die kommen raus. Die setze ich mir mit rüber ins Görzwerk, weil ich da einfach mehr Platz habe für solche Tiere, weil ich da eine Ecke habe, wo die Euphilien sehr gut stehen. Und hier drin nehmen die zu viel Platz. Ich habe diverse Skolymnien, diese richtig leckeren Skollies da. So, und die haben keinen Platz, wo sie wohnen, und die stehen alle so an der Seite, und ich fände es doch viel schöner, irgendwo die unterbringen zu können. Und deswegen habe ich die jetzt mal rübergeholt, wo auf dem Boden schon mal ein bisschen Platz ist. Und die sollen dann dahin, wo hier die Euphilien sind. Dahinter ist auch eine tolle Lobophylia. Aber ja, momentan alles so ein bisschen beeinträchtigt. Und hier ist diese riesige Lithophyton. Ich finde sie total geil. Ich stehe auf diese Lithophyton. Das ist eine der schöneren, ich sage nicht schönste Weichkoralle, aber schon eine der deutlich schöneren. Die nimmt auch richtig viel Platz, und die muss auch eingedämmt werden. Also hier muss mal ein kleiner LPS-Tank-Makeover gemacht werden. Übrigens, das Becken verbraucht zu viel. Oh, ich habe hier so einen Gorilla-Pot, und auf einmal habe ich hier von dem Gorilla-Pot ein Beinchen in der Hand. Ich habe das so als, was ist denn das? Ich halte die Kamera damit fest. Ja, hier ist was neu dran, und zwar ist der Verbrauch durch das Korallenwachstum von den Mengenelementen und Spurenelementen so hoch gegangen, dass ich ein Versorgungssystem gebraucht habe. Und also mit Wasserwechsel alle 2 Wochen komme ich nicht ganz hinterher, und außerdem schludere ich ehrlich gesagt gerade mit dem Wasserwechsel ein bisschen. Das muss wieder besser werden. Ich mache mir in großen Becken immer ICPs und gleiche das dann aus, und daher war auch nicht so wirklich die Relevanz gegeben, jetzt einen Wasserwechsel zu machen. Darunter leidet natürlich dieses Becken. Man sieht es auch an den Blastomussas. Blastomussas bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Mal geht's gut, mal nicht so. Jetzt gerade kommen sie wieder. Zwischendurch sahen die nicht so doll aus. Das ist auch ganz interessant. Die Blastos haben in Gruppe schlapp gemacht, während die Acanthastreas und die Mikromussa daneben und sowas und die ganzen anderen LPS, die haben geschoben. Es ist, ja... Ich steige bei den Blastos nicht dahinter. Ich glaube, Blastomussas sind welche der heikelsten LPS. Dass man die mal über Jahre hält, ich habe es noch nicht wirklich geschafft. Und das sah hier so vielversprechend aus. Also gut, sie sind jetzt nicht tot, ne? Aber sie könnten besser stehen. Gut.
Ja, ihr seht hier links neben dem Becken eine Flasche stehen. Ready to Reef steht drauf. Das ist von Fauna Marine, ist das ein neues System. Es ist ein All-in-One-Präparat. Das hat Claude gerade frisch rausgebracht. Eigentlich mehr so für den chinesischen Markt gewesen, wo man es möglichst einfach machen muss. Und es gibt ja auch Mitbewerber, die mit sowas vorgelegt haben. Und ja gut, man muss natürlich dann dieses Segment auch bedienen. Ich brauche halt ein Grundversorgungssystem für dieses Becken. Es reicht nicht mehr aus mit dem Wasserwechsel. Und das Ready to Reef ist tatsächlich optimal dafür. Ich probiere das jetzt aus. Ich habe mir jetzt eine Dosieranlage geholt, die kommt da jetzt dran und dann kommt das Ready to Reef da dran. Momentan kippe ich da morgens immer noch mein Pinchen so mit der Hand rein. Das will ich automatisieren. Und dann schauen wir mal, wie sich das damit entwickelt. Und wie ihr das kennt, also ich werde euch berichten, ob gut oder schlecht und was damit passiert oder auch nicht. Und dann gucken wir mal. Ihr wisst Bescheid, hier tut sich demnächst was. Ich werde hier oben die Tubipora Musica, die werde ich ausdünnen, werde die Euphylien rausnehmen und werde eben noch mehr Scollies hier rübersetzen und mal gucken, wie das dann mit dem neuen Versorgungssystem klappt. Ich grüße euch, das war ein kurzer One-Take und wir sehen uns demnächst wieder mit Neuigkeiten aus dem Görzwerk. Bis die Tage. Tschüss!